Stell dir vor, jemand macht dich immer wieder klein. Er beleidigt dich, lacht über dich, stellt dich vor anderen bloß. Du schluckst es, Tag für Tag. Und er glaubt, du wirst dich nie wehren. Doch dann geschieht das, womit Narzissten niemals rechnen. Du drehst den Spieß um, ohne ein einziges böses Wort, ohne Wut, ohne Drama. Es gibt eine Form der Rache, die so wirksam ist, dass Narzissten daran regelrecht zerbrechen. Sie ist kalt, sie ist still und sie trifft genau da, wo es am meisten wehtut. In diesem Video erfährst du, warum Narzissten deine Reaktion brauchen wie die Luft zum Atmen und wie du sie ihnen entziehst. Wir sprechen über die Strategie des kalten Entzugs, eine Waffe, die stärker ist als jedes Schimpfwort, stärker als jede Konfrontation. Und bevor wir loslegen, wenn du selbst schon erlebt hast, wie Narzissten dich manipulieren, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran. Denn ich verrate dir nicht nur die genauen Schritte, wie du sie eiskalt bestrafst, ich gebe dir auch eine Methode, wie du dich in nur 7 Tagen endgültig aus ihrem Griff lösen kannst. Vielleicht kennst du diese Situation. Du sitzt mit deinem Partner, deiner Kollegin oder sogar deinem Chef zusammen. Und plötzlich kommt dieser eine Satz, der dich mitten ins Herz trifft. Du bist doch nichts wert. Ohne mich würdest du gar nicht klarkommen. Schau dich doch mal an. Lächerlich. Es trifft dich jedes Mal, auch wenn du dir geschworen hast. Diesmal nicht. Du versuchst zu erklären, dich zu verteidigen und merkst hinterher, dass du wieder in dieselbe Falle getappt bist. Genau darauf bauen Narzissten. Sie brauchen deine Reaktion wie andere Menschen Sauerstoff, dein Schmerz, dein Ärger, deine Tränen. Das ist ihre Nahrung. Und jedes Mal, wenn du reagierst, bestätigst du ihnen unbewusst, sie haben die Macht. Doch jetzt kommt das Entscheidende. Was glaubst du, was passiert, wenn sie diese Reaktion plötzlich nicht mehr bekommen? Wenn du ihre Beleidigungen ins Leere laufen lässt, so als würden ihre Worte gegen eine unsichtbare Wand prallen? Ich verrate es dir gleich. Und glaub mir, der Effekt ist so zerstörerisch, dass viele Narzissten regelrecht die Kontrolle verlieren. Aber bevor ich dir die Strategie Schritt für Schritt erkläre, lass uns zuerst verstehen, warum sie so abhängig von deiner Reaktion sind. Denn das ist der Schlüssel, um den Spieß umzudrehen. Narzissten leben in einer Illusion. Sie wirken nach außen stark, überlegen, manchmal sogar unantastbar. Doch in Wahrheit steckt hinter dieser Maske ein zerbrechliches Selbstwertgefühl. So zerbrechlich, dass es ohne ständige Bestätigung wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Darum brauchen sie dich. Sie brauchen dein Zucken, dein Rechtfertigen, deinen Protest. Jede noch so kleine Reaktion ist für sie wie ein Beweis. Ich habe Kontrolle. Ich bin wichtig. Ich existiere. Stell dir das wie einen Spielautomaten vor. Sie werfen oben eine Beleidigung, eine Lüge oder eine Provokation hinein. Und unten kommt eine emotionale Reaktion heraus. Genau das ist ihr Gewinn. Und wenn du jedes Mal mitspielst, warum sollten sie jemals aufhören? Jetzt wird's spannend. Narzissten haben ein Problem. Sie sind süchtig nach diesem Gewinn. Ohne ihn fühlen sie sich leer, unsichtbar, wertlos. Sie brauchen dich also mehr, als du jemals sie brauchen würdest. Und genau das eröffnet dir eine ungeahnte Macht. Denn wenn du diesen Kreislauf unterbrichst, wenn du ihre Spielmarken ins Leere laufen lässt, dann erleben sie etwas, das sie zutiefst fürchten. Bedeutungslosigkeit. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es reicht nicht nur zu schweigen oder wegzuschauen. Es gibt eine Technik, die viel tiefer geht und Narzissten regelrecht ins Wanken bringt. Sie heißt kalter Entzug. Gleich erfährst du, wie du sie anwendest und warum sie selbst bei den manipulativen Profis unter den Narzissten funktioniert. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie sieht das in der Praxis aus? Wie kannst du einem Narzissten so begegnen, dass er plötzlich seine Macht über dich verliert? Ohne dass du laut wirst, ohne dass du dich auf endlose Diskussionen einlässt? Die Antwort klingt simpel, ist aber unglaublich wirkungsvoll. Kalter Entzug. Kalter Entzug bedeutet, du verweigerst dem Narzissten genau das, wovon er lebt. Deine emotionale Reaktion. Kein Drama, keine langen Erklärungen, keine Rechtfertigung. Stattdessen absolute Ruhe und sachliche Distanz. Stell dir das vor wie ein Schauspieler, der auf der Bühne eine große Szene vorbereitet, nur dass plötzlich das Publikum nicht mehr da ist. Er hebt die Stimme, gestikuliert, spielt seine Rolle, aber niemand schaut mehr hin. Für den Narzissten ist das ein Albtraum. Und genau hier liegt die wahre Kraft dieser Methode. Du lässt ihn ins Leere laufen. Du machst ihm bewusst, dass seine Provokationen bei dir nicht mehr klicken. Aber Vorsicht, es reicht nicht einfach zu schweigen. Viele machen den Fehler, still vor Wut zu kochen. Und genau das spürt der Narzisst. Auch das ist eine Reaktion. Damit der kalte Entzug funktioniert, musst du innerlich gefasst sein, klar, souverän und wissen, welche Zaubersätze dir helfen, jede Manipulation ins Leere laufen zu lassen. Und genau diese Sätze verrate ich dir gleich. Wenn du die kennst, wird sich dein Umgang mit Narzissten für immer verändern. Viele Zuschauer fragen mich immer wieder,
Aber was soll ich denn konkret sagen? Was sage ich, wenn der Narzisst mich beleidigt, mich provoziert oder mir die Schuld gibt? Darum jetzt die wichtigste Grundlage. Ein Satz, der wie ein Schutzschild wirkt. Wenn der Narzisst dich beleidigt, dir Vorwürfe macht oder dich mit Anschuldigungen bombardiert, dann sag in ruhigem, sachlichem Ton: Das tut mir leid für dich, dass du das so siehst. Merk dir diesen Satz. Schreib ihn dir auf. Übe ihn, bis er dir in Fleisch und Blut übergeht. Denn er hat gleich mehrere Effekte. Erstens, du bleibst höflich. Damit nimmst du dem Narzissten jede Angriffsfläche. Zweitens, du gibst keine Erklärung, keine Rechtfertigung, keine Energie. Du lässt ihn ins Leere laufen. Drittens, du spiegelst subtil zurück. Deine Gefühle sind deine Verantwortung, nicht meine. Viele meiner Klienten berichten, dass dieser eine Satz mehr verändert hat als 1000 Diskussionen. Und wenn der Narzisst weiterbohrt, wenn er dich fragt: Hörst du mir überhaupt zu? Dann kannst du gelassen antworten: Ich höre nur noch auf das, was sich lohnt, zuzuhören. Das ist kein Angriff, sondern ein klarer Hinweis. Deine Worte treffen mich nicht mehr. Du wirst sehen. Diese Sätze verwirren Narzissten zutiefst, denn sie haben gelernt, dass du reagierst. Wenn du das nicht mehr tust, bricht ihre ganze Strategie zusammen. Doch das war nur der Anfang. Im nächsten Abschnitt verrate ich dir, was du tun musst, wenn der Narzisst versucht, dich mit Schuldgefühlen oder emotionaler Erpressung doch noch zurück in seine Kontrolle zu ziehen. Stell dir vor, der Narzisst merkt, dass seine alten Tricks nicht mehr funktionieren. Er spürt: Moment, ich verliere die Kontrolle. Was macht er dann? Er setzt seine letzte Waffe ein. Emotionale Erpressung. Das klingt dann zum Beispiel so: Wenn ich dir noch irgendetwas bedeute, dann rede endlich vernünftig mit mir. Oder: Du hast mein ganzes Leben ruiniert und das weißt du genau. Und genau hier machen die meisten den entscheidenden Fehler. Sie fangen an, sich zu rechtfertigen. Sie erklären, sie verteidigen sich, sie diskutieren stundenlang. Und genau das will der Narzisst. Denn erinnere dich, alles, was er wirklich sucht, ist deine Reaktion. Er will deine Energie, deine Aufmerksamkeit, dein Feuer. Die Lösung? Bleib eiskalt. Sag nur: Das tut mir leid für dich, dass du das so siehst. Nicht mehr, nicht weniger. Kein Argument, keine Verteidigung, kein Drama. Damit schickst du die Verantwortung sofort wieder dorthin, wo sie hingehört. Zurück zu ihm. Du gibst ihm keinen Raum, dich in sein Theater hineinzuziehen. Viele berichten, dass genau in diesem Moment eine unglaubliche Ruhe entsteht, weil du merkst: Ich habe die Macht. Ich entscheide, worauf ich reagiere und worauf nicht. Und der Narzisst? Er merkt plötzlich, dass seine Waffen stumpf geworden sind. Doch Vorsicht. Genau dann versucht er oft noch eine ganz perfide Taktik. Deshalb verrate ich dir jetzt, was dann passiert. Stell dir vor: Gestern noch ein Wortgewitter, heute absolute Stille. Keine Nachricht, kein Blick, nichts. Für viele ist genau das die schlimmste Form der Manipulation, weil sie das Gefühl haben, gar nicht mehr zu existieren. Genau darauf setzt der Narzisst. Er weiß, dass Schweigen wie eine unsichtbare Strafe wirkt. Es lässt dich zweifeln, grübeln, Schuld bei dir selbst suchen. Du fragst dich: Habe ich etwas falsch gemacht? Soll ich mich entschuldigen? Und schon beginnt der Kreislauf. Er schweigt und du kämpfst um Aufmerksamkeit. Aber die Wahrheit ist, dieses Schweigen verrät mehr über ihn als über dich. Denn was wie Stärke aussieht, ist in Wirklichkeit sein größtes Eingeständnis von Schwäche. Ein Mensch, der schweigen muss, weil er keine Argumente hat. Ein Mensch, der dich ausblendet, weil er innerlich längst keine Kontrolle mehr spürt. Der Schlüssel liegt darin, das Schweigen nicht als Strafe zu deuten, sondern als Offenbarung. Denn während du lernen kannst, deine Energie auf dein Leben zu richten, kann er mit seiner Leere nicht umgehen. Und genau deshalb geschieht fast immer dasselbe. Nach Tagen oder Wochen taucht er wieder auf. Mit einer Nachricht, einem Anruf, einem Vorwand. Aber warum kommt er immer zurück? Selbst dann, wenn er dich doch angeblich so unwichtig findet? Die Antwort darauf verrate ich dir sofort. Du hast es sicher schon erlebt. Nach Tagen der Kälte, nach diesem lähmenden Schweigen, plötzlich ist er wieder da. Eine Nachricht, ein Anruf, ein scheinbar zufälliges Treffen. Warum tut er das? Warum kommt ein Narzisst immer wieder zurück, selbst dann, wenn er dich vorher behandelt hat, als wärst du ihm völlig egal? Die Antwort ist brutal einfach. Er braucht dich. Nicht dich als Person, sondern das, was du ihm gibst. Aufmerksamkeit, Energie, Bestätigung. Ein Narzisst kann ohne Zufuhr nicht existieren. Seine ganze Identität hängt davon ab, andere Menschen zum Reagieren zu bringen. Schweigen ist für ihn ein Machtspiel. Aber wenn du nicht reagierst, wenn du nicht anfängst zu kämpfen, dreht sich die Dynamik um. Plötzlich bist du die Person, die Ruhe ausstrahlt, während er innerlich in Panik gerät. Und genau diese Panik treibt ihn zurück. Er wird es mit allen Mitteln versuchen, mit Schuldzuweisungen: Du hast mich verletzt. Mit Lovebombing: Ich habe so sehr nachgedacht, ich will alles ändern. Oder mit Drama:
Mir geht es so schlecht. Nur du kannst mir helfen. Doch in Wahrheit steckt immer dasselbe dahinter. Die Angst, in der Leere seiner eigenen Gedanken gefangen zu sein. Und jetzt kommt das Gefährlichste. Jeder Rückkehrversuch ist nicht etwa ein Beweis seiner Liebe, sondern der Beginn einer neuen Manipulationsrunde. Er will dich zurück in den Käfig ziehen, den du gerade erst aufgebrochen hast. Aber warum fühlen sich so viele Menschen trotzdem schuldig, wenn der Narzisst zurückkommt? Warum ist da plötzlich wieder dieses Ziehen im Bauch, als müsstest du nachgeben? Genau darum geht es nun. Einer der perfidesten Tricks des Narzissten ist es, dich glauben zu lassen, dass du schuld bist. Schuld an seiner Wut, Schuld an seiner Kälte, Schuld sogar daran, dass er dich verletzt. Er sagt Sätze wie: Wenn du nicht so empfindlich wärst, müsste ich nicht so reagieren. Oder: Du hast mich dazu gebracht, die Kontrolle zu verlieren. Das Ziel ist immer dasselbe. Er will, dass du deine eigene Wahrnehmung in Frage stellst. Er will, dass du dich rechtfertigst, erklärst und entschuldigst, bis du selbst an deiner Realität zweifelst. Und jedes Mal, wenn du beginnst zu glauben, dass du das Problem bist, hat er gewonnen. Doch hier liegt die Wahrheit, die er niemals hören will. Sein Verhalten ist seine Verantwortung. Ganz gleich, wie er es dreht und wendet. Niemand zwingt ihn, dich klein zu machen, dich zu beleidigen oder dich zu missachten. Das sind Entscheidungen, die er trifft, um die Kontrolle zu behalten. Und genau an diesem Punkt kannst du seine Macht entziehen, indem du innerlich sagst: Nein, ich bin nicht verantwortlich für deine Wut. Ich bin nicht verantwortlich für deine Leere. Ich bin nicht verantwortlich für dein zerstörerisches Verhalten. Diese Haltung ist nicht laut, nicht aggressiv, sondern still und kraftvoll. Sie entzieht ihm den Treibstoff, den er braucht, um dich weiter klein zu halten. Narzissten greifen immer an derselben Stelle an, deinem Selbstwert. Sie wissen genau, dass sie dich nicht körperlich festhalten können, also greifen sie deine Gedanken an. Sie sehen Zweifel. Sie pflanzen dir das Gefühl ein, nie genug zu sein. Doch deine wahre Stärke liegt darin, diesen Angriff nicht mehr auf fruchtbaren Boden fallen zu lassen. Denn was der Narzisst nicht versteht: Selbstwert wächst nicht durch seine Anerkennung. Er wächst in dir. Jedes Mal, wenn er dich kritisiert, kannst du innerlich entscheiden: Das ist seine Stimme, nicht meine Wahrheit. Jedes Mal, wenn er dich kleinredet, kannst du dich fragen: Wem gehört dieser Satz? Ihm oder mir? Es klingt simpel, aber genau diese innere Unterscheidung verändert alles. Denn so stellst du die Grenze dort auf, wo sie hingehört, in deinem Kopf, nicht erst draußen im Streit. Und plötzlich verliert seine Meinung an Gewicht. Plötzlich merkst du, dass seine Worte nichts über dich aussagen, sondern alles über ihn. Das ist der Moment, in dem du nicht mehr nur überlebst, sondern beginnst innerlich zu wachsen. Und genau diesen Moment fürchten Narzissten am meisten. Narzissten leben von deiner Reaktion. Ob du weinst, dich rechtfertigst oder wütend wirst, jede Emotion ist für sie wie Treibstoff. Sie brauchen dein Feuer, um sich groß zu fühlen. Die mächtigste Waffe, die du einsetzen kannst, ist deshalb keine laute Konfrontation, sondern Stille, Distanz, kalte Ruhe. Stell dir vor, er startet wieder seine typischen Angriffe. Früher hast du reagiert. Du hast dich verteidigt. Du hast erklärt. Du hast gebettelt, verstanden zu werden. Doch jetzt, du schaust ihn an, sagst vielleicht einen ruhigen Satz wie: Das tut mir leid, dass du das so siehst. Und dann gehst du deinen Weg. Keine Rechtfertigung, kein Drama, keine Bühne. Für ihn ist das der absolute Albtraum. Denn ohne deine Emotionen läuft sein System ins Leere. Seine Attacken prallen ab wie Pfeile gegen eine Mauer. Und je öfter du diese Distanz einsetzt, desto klarer wird ihm: Er kann dich nicht mehr steuern. Er kann dich nicht mehr zwingen, dich klein zu fühlen. Distanz ist nicht Gleichgültigkeit, sie ist Schutz. Es ist der Raum, den du brauchst, um dich selbst zu sehen, statt ständig sein verzerrtes Bild von dir zu glauben. Und genau in diesem Raum beginnt deine Freiheit. Narzissten ertragen eines nicht: den Kontrollverlust. Solange du reagierst, bist du berechenbar. Doch sobald du aufhörst, ihre Spiele mitzuspielen, geraten sie ins Wanken. Zuerst wird er es subtil versuchen. Kleine Provokationen, Andeutungen, vielleicht ein gezielter Stich unter die Gürtellinie. Er will sehen, ob du doch noch explodierst. Bleibst du ruhig, wird er lauter, drängender. Er wirft dir Dinge vor, die mit der Realität nichts zu tun haben. Er stellt dich als Täterin dar, während er das Opfer spielt. Alles, nur um dich aus der Reserve zu locken. Und dann kommt der gefährlichste Moment. Wenn er merkt, dass nichts mehr funktioniert, dass du nicht mehr springst, nicht mehr erklärst, nicht mehr kämpfst, dann eskaliert er. Vielleicht mit Drohungen, vielleicht mit dem Versuch, dich vor anderen schlecht zu machen. Vielleicht mit gespielter Verletzlichkeit, Tränen oder großen Versprechen der Veränderung. Das ist der Punkt, an dem viele wieder einknicken. Doch du darfst dich daran erinnern: Seine Verzweiflung ist der beste Beweis dafür, dass deine Strategie wirkt. Sein Theater wird lauter, weil deine Ruhe ihn entmachtet.
Seine Wut wird stärker, weil deine Distanz ihn trifft, wo er am verletzlichsten ist. Und genau in diesem Moment liegt deine Chance. Nicht indem du zurückschlägst, sondern indem du standhältst. Viele glauben, dass man einem Narzissten mit Wut begegnen muss, um ihn in die Schranken zu weisen. Doch die Wahrheit ist, Wut kann er nutzen. Er kann sie gegen dich drehen, sie als Beweis nehmen, dass du übertreibst oder instabil bist. Was er nicht ertragen kann, ist Klarheit. Wenn du ohne Emotionen sagst, das tut mir leid, dass du das so siehst, dann hat er keinen Angriffspunkt. Wenn du dich nicht rechtfertigst, sondern deine Grenze ruhig stehen lässt, dann prallt seine Manipulation an dir ab. Klarheit bedeutet, dass du dich nicht mehr in endlose Diskussionen verwickeln lässt, dass du nicht mehr versuchst, seine Sichtweise zu verstehen oder zu verändern, dass du dich nicht mehr für Dinge entschuldigst, die nicht deine Verantwortung sind. Diese Klarheit ist wie ein Spiegel. Plötzlich steht er vor der nackten Wahrheit. Seine Tricks funktionieren nicht mehr. Seine Macht ist weg. Und genau das ist die raffinierte Form von Rache. Nicht laut, nicht brutal, sondern unerschütterlich. Sie trifft ihn dort, wo er am verletzlichsten ist, in seiner Illusion, dich beherrschen zu können. Deine Klarheit beendet den Kreislauf. Und sie schenkt dir etwas, das er niemals haben wird. Innere Freiheit. Wenn du beginnst, deine Energie abzuziehen, passiert etwas Faszinierendes. Dein Leben öffnet sich. Der Raum, der früher von endlosen Diskussionen, von Zweifeln und von seiner ständigen Präsenz gefüllt war, wird frei. Du merkst plötzlich, dass du wieder mehr Luft hast. Du lachst öfter. Du triffst Entscheidungen, ohne dich ständig zu fragen, was er davon hält. Deine Gedanken kreisen nicht mehr ausschließlich um ihn, sie beginnen wieder, sich um dich zu drehen. Und das ist der Moment, an dem der Narzisst merkt, er hat keinen Zutritt mehr. Dein neuer Weg führt in eine Richtung, die er nicht betreten kann, weil dort Dinge zählen, die er nicht versteht. Authentizität, Vertrauen, echte Nähe. Für dich fühlt es sich an, als würdest du nach langer Zeit wieder festen Boden unter den Füßen haben. Du wirst merken, dass du stärker bist, als du dachtest. Dass dein Schweigen mehr Kraft hat als 1000 Rechtfertigungen. Dass deine Ruhe lauter spricht als seine Wut. Er kann versuchen, dich noch einmal einzufangen. Mit Schuld, mit Dramen, mit Versprechen. Aber dieser Weg liegt jetzt hinter dir. Denn du weißt, echte Liebe erniedrigt nicht. Echte Nähe zerstört nicht. Echte Verbindung hält dich nicht klein. Und deshalb kannst du gehen. Nicht mit Hass im Herzen, sondern mit Klarheit. Wenn du dieses Video bis hierhin gesehen hast, dann weißt du, wie zerstörerisch die Mechanismen eines Narzissten sein können. Aber du weißt jetzt auch, du hast mehr Macht, als du glaubst. Der erste Schritt ist immer Klarheit. Die hast du dir heute geholt. Der zweite Schritt ist Handeln. Und genau hier möchte ich dich einladen. Ich habe die 7-Tage-Challenge entwickelt, die dir zeigt, wie du Schritt für Schritt deine innere Stärke zurückholst, deine Grenzen neu setzt und endlich beginnst, dich von dieser zerstörerischen Dynamik zu lösen. 7 Tage, die dein Leben verändern können. Den Link findest du direkt unter diesem Video. Und noch etwas. Wenn du keine weiteren Strategien, Tools und Einblicke verpassen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Jede Woche veröffentlichen wir Videos, die dir helfen, klarer zu sehen, stärker zu werden und dich endgültig frei zu machen. Teile dieses Video auch mit jemandem, der gerade in einer ähnlichen Situation steckt, denn manchmal reicht ein einziger Impuls, um die Augen zu öffnen. Dein Weg beginnt hier. Heute. Und er führt dich raus aus der Dunkelheit hinein in deine Freiheit.